ist oft echt nicht leicht, dass es dann nicht gleich zu schwer wird. Also das Wichtigste war mir unten eigentlich, dass du gleich den Stützer gemacht hast und draufgegangen bist. Aber du bist ja schon erfahrener Kletterer. I'm done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Hallo, servus. Ja, also ich bin der Jakob und ich bin Teil vom Routenbauteam oder Boulderbauteam da im Blockhaus. Heute ist ein klassischer Boulderbautag. Wir sind jetzt schon seit ungefähr 8:30 in der Früh da, haben einen Wandbereich abgebaut, also so nicht einen Wandbereich, aber die Griffe in den Wandbereich und bauen da jetzt neue Boulder für die Leute. Erklär mal kurz eure Schwierigkeitsgrade, also welche gibt es und wieso braucht man die? Okay, also wir haben 5 Schwierigkeitsgrade, Einsteiger, Übung, Aufgabe, Buster und Master. Und ob man sie braucht oder inwiefern man sie braucht, darüber wird viel diskutiert. Ich glaube, es ist einfach lässig für die Leute, wenn sie eine Orientierung haben, wie schwer die Boulder ungefähr sind. Und außerdem kann man auch sehen, ob oder wie man sie halt verbessert mit der Zeit. Ja, also Einsteiger ist das niedrigste Level. Das heißt aber nicht, dass es keine interessanten oder anspruchsvollen Elemente geben kann. Ich glaube, das Blockhaus ist auch bekannt dafür, dass die Einsteiger oft einmal gar nicht so leicht sind im Vergleich zu anderen Hallen. Und unsere Philosophie dahinter ist eben, dass man möglichst viel lernt von Anfang an und dass man also nicht nur simple Bewegungsmuster kennenlernt, sondern gleich einmal irgendwie vielleicht ein bisschen grübeln muss, wie man Boulder klettern kann. Und die Übung ist dann quasi der nächste Step. Die sind dann schon ein bisschen anspruchsvoller, also da sind die Griffe vielleicht schon etwas kleiner und die Bewegungen noch ein bisschen komplexer. Ja, also der Plan für heute schaut so aus. Wir haben jetzt schon einige Boulder gebaut, die sind alle eher auf der schweren Seite, also so im Aufgaben- und Buster-Bereich. Und die Idee ist jetzt, dass wir die Bewegungselemente aus den schwereren Bouldern hernehmen und sozusagen in leichtere Boulder verpacken, um sozusagen die Leute, die noch nicht so lang bouldern oder die eben erst Einsteiger sind, schon ein bisschen heranzuführen an die darauf folgenden Grade. Cool, passt, dann schauen wir uns das an. Ja, passt. Okay, also die Idee beim Schwarzen war, dass man von den 2 Volumen da relativ dynamisch eigentlich losstarten muss und dann diese Leiste mit der rechten Hand eigentlich gut treffen muss und gleich aktiv in der Endposition ankommen muss. Und bei Pink ist die Idee eben die gleiche im Grunde, es ist einfach nur stark entschärft, wenn man da den großen Tritt hat, weil man einfach keine Angst haben muss, dass man von diesem Volume da abrutscht und man kann einfach viel mehr verzögern und das Becken auch viel näher zur Wand bringen, als wenn man nur auf der abschüssigen Fläche da stehen kann. Geht schon. Yes! Voll geil. Super. Yes! Cool. Als nächstes schauen wir uns da dieses lila Problem an. Da war die Idee, dass man einen Kreuzzug machen muss. Ganz klassisch sind diese kraterähnlichen Fingerlöcher da oben für Kreuzzüge. Die Idee ist eigentlich, dass man den ersten Krater mit der linken Hand bekommt und dass man den dann also nicht so leicht wechseln kann. Und dass es am einfachsten ist, wenn man einen Kreuzzug macht, das heißt quasi so eine Bewegung oder vielleicht auch so. I wasn't really sure about that part. Ja, und jetzt versuche ich das Gleiche sozusagen in einen Einsteigerboulder einzubauen und habe mir da schon Griffe vorbereitet. So orange Henkelgriffe, die ganz cool sind, finde ich, weil sie relativ gut sind, aber eigentlich nur für eine Hand. Also ich hoffe, dass man dann auch auf einem sehr leichten Niveau damit so einen Kreuzzug halbwegs erzwingen kann. Ja.
Fall nicht so leicht, gell? Ja, schon kraftig. Kraftig, ja. Ist schon nicht so leicht für einen Einsteiger. Das ist es eben immer, wenn man so irgendwie ein Element einbauen möchte. Es ist oft echt nicht leicht, dass es dann nicht gleich zu schwer wird. Mein Thema ist Stützen und ich habe einfach den Wandbereich ausgesucht, wo die Wände ein bisschen auseinandergehen, also eine kleine Verschneidung da ist, weil sich das für solche Elemente ein Boulder einfach anbietet. Und beim schwereren Boulder, beim gelben, ist die Idee, dass man eben auf dem Volume startet und stützt, natürlich Körperspannung aufbauen und dann dynamisch auf das große Element, das drüber ist, geht. Der rote ist von der Linie, wie man sieht, relativ ähnlich. Man hat dann auch in dem Bereich vom Gelben einen Griff, wo man dann hinübergeht, auch wieder auf das Element, wo jetzt ein viel größerer Griff drauf ist, ein viel positiverer und wo man sich auch weiter hinaus in den Raum stützen kann. Dadurch wird es nochmal leichter. Also Ü+ hätte ich gesagt, so wenn wir bei unseren Bewertungen bleiben. Ist okay, oder? Ja, super. Das Durchstützen ist cool. Also das Wichtigste war mir unten eigentlich, dass du gleich den Stützer gemacht hast und draufgegangen bist. Ich bin drüben gestanden, bin dann ausgespreizt drinnen gestanden und habe dann aufgegriffen. Aber das tut nichts zur Sache. Aber du bist ja schon erfahrener Kletterer. Ja, erfahren schon, aber schwach. Gegen Ende hin war es ein bisschen stressig, das ist meistens so beim Boulderbauen. Aber ich glaube, wir haben das heute ganz gut gemacht und jetzt bin ich schon gespannt, wie die Leute die Boulder probieren werden. Und jetzt werde ich noch da bleiben und zuschauen, weil das ist eigentlich immer das, wo man als Routensetzer am meisten lernen kann. Wie lange kletterst du schon? Ja, so 2,5 Jahre. Seit 1,5, 2 Jahren und seit Jänner schon recht intensiv, würde ich sagen. Seit knapp 40 Jahren. Doch schon eine ganze Weile, ja. Beim Aufwärmen geht es mir eigentlich nur darum, wirklich warm zu werden und da ist mir vollkommen wurscht, wie die Route ist. Aber kommt es dann manchmal vor, dass du dann gelb nicht aufkommst? Passiert immer wieder, vor allem wenn es irgendein blöder Hupfer ist oder sowas. So wie jetzt gerade. Ja, genau, wie jetzt gerade, ja. Also zum Beispiel die, die so zum Springen sind oder so ganz dynamische Sachen, das kann ich nicht so. Da brauche ich noch ein bisschen Übung. Und wenn ich da bin, dann probiere ich mich meistens ein bisschen an die Orangen. Manche gehen schon gleich einmal ganz gut und bei manchen habe ich gar keine Meter, also die gehen noch gar nicht, aber es ist immer richtig cool und vor allem in letzter Zeit gibt es auch ganz viele neue Boulder immer und es macht richtig Spaß. Ja, also ich habe im Blockhaus eigentlich angefangen mit einem Einsteigerkurs und seitdem kletterte ich eigentlich sehr gern, sehr regelmäßig. In meinem Alter macht man keine größeren Sprünge mehr, aber ich finde es lustig und man kann auch bei Nicht-Profi-Routen trotzdem an sein Limit gehen und seinen Spaß haben. Greifst du manchmal leichte Boulder an? Ja, sicher. Also erst einmal zum Aufwärmen sowieso. Und wenn man immer nur die schweren probiert, ist es ja auch langweilig, wenn man jedes Mal beim Zug fällt oder so. Manchmal macht es einfach Spaß, dass man von ein paar Boulder klettert und schafft quasi direkt. Mhm. Und also ich rede jetzt bei leicht, rede ich halt von Einsteiger und, Sicher. und Übungen, nicht von Aufgaben.
wenn man schon früh die technischen Elemente irgendwie in vereinfachter Form einbaut, hilft es auch später total. Und gerade in der Halle bei diesen koordinativen Bewegungen ist auch, je öfter du das machst, desto besser kommt man rein. Und das ist auch das, wie man es trainiert dann im Endeffekt. Würdest du sagen, das passt als Übung? Nein, ich finde es eine gute Übung mit dem Stütz und mit dem Fuß dazusteigen. Würde ich sicher wieder machen, aber obwohl ich ihn schon geschafft habe. Eben beim Projekt ist es witzig, dass man ab und zu 10-mal probiert und bei 11. Mal funktioniert es dann auf einmal. Und dann hat man meistens nur 1, 2 Züge, die man dann auch erst recht wieder 10-mal probieren muss. Dafür ist der Erfolg dann umso größer, wenn man dann einmal nach 20 Mal wirklich was schafft dann. Ich bin jetzt das 3., 4. Mal da. Ja, ich starte jetzt bei den Grünen. Ich habe schon ein paar Grüne hinter mir, deswegen geht mir schon die Kraft aus. Aber es ist insofern klasse, weil man sehr schnell ein Erfolgserlebnis hat. 1, 2 Grüne gehen eigentlich immer am Anfang. Der speziell ist schwierig, weil er gerade am Anfang einen Griff hat, der nicht so leicht zu erreichen ist. Teilweise brauchst du die Überwindung, dass du dich traust. Dann geht's eigentlich. Ja, danke. Bitte. Vielen Dank. Und Sorry, wäre gerne aufgestiegen. nächstes Mal. Nächstes Mal. Ja, also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich finde, vom Zustand her hat es schon so ausgeschaut, dass da immer in beiden Bouldern diese Elemente da waren. Und das war irgendwie das Ziel und da bin ich ganz zufrieden. Wie lange kletterst du schon? Boah, gute Frage. Warte mal. 14 Jahre oder so, 14, 15 Jahre, sowas ungefähr. Ja, also ich muss sagen, für mich war es total interessant, heute mit jemandem zu sprechen, der wirklich erst das 4. Mal da ist. Natürlich, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn er zumindest, sagen wir, bis zur Mitte klettert wäre vom Boulder. Das heißt, so gesehen hätte er vielleicht eine Spur leichter sein können, der Boulder. Aber er hat auch gemeint, dass er eben schon sehr müde ist und dass es ihm trotzdem taugt und dass er das wieder probieren möchte. Insofern passt er eigentlich auch. Das heißt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, so ist es. Gut, danke Jakob, mach's Bitte, gut. bis bald. It ain't easy to another year alive, pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team, caretaker, never doubt the regime. I built a following off loyalty without a machine.